Lindas blonde Mähne ist ihr ganzer Stolz. In die Pflege investiert sie viel Zeit und Geld. Aber jetzt verschwinden Shampoo, Spülung, Conditioner und Co. aus dem Bad. 10 Tage lang reduziert sie ihre Haarpflege auf das Nötigste. Unterstützt wird sie von einer Naturfriseurin, die komplett auf Chemie verzichtet. Ich bin skeptisch, ob das so funktioniert mit meinen langen Haaren, ob es die so weich macht und pflegt und glänzend, wie ich das gerne immer zu Hause mache. Das A und O der natürlichen Haarpflege: regelmäßiges, ausdauerndes Bürsten. Denn die Kopfhaut verfügt über ein körpereigenes Pflegemittel, das sogenannte Sebum. Die winzigen Follikel der Talgdrüsen produzieren dieses ölige Sekret. Über den Haarschaft gelangt das Sebum auf Haut und Haaransätze. Es schützt die Haut vor Austrocknung. Alter, Geschlecht und Hormone bestimmen unter anderem, wie viel Sebum gebildet wird. Durch das Bürsten verteilt es sich in die Länge der Haare, pflegt sie so, hält sie geschmeidig und bringt sie zum Glänzen. Auch zu Hause soll Linda fleißig bürsten, damit die Haare ganz ohne Chemie glänzen. Dabei hilft auch die Haarwäsche. Zum Einsatz kommt ein Haarwaschmittel mit Pflanzenauszügen, unter anderem aus Rosmarin, Brennnessel, Hopfen und Zinnkraut. Noch eine Besonderheit: nur auf die Haaransätze kommt Shampoo. Die Haaransätze sind ja meistens die Stellen, die eigentlich nur gewaschen werden brauchen. Auf den Längen wird sowieso das Shampoo abfließen. Das soll die Haarlängen schonen, denn so kommen sie weniger in Kontakt mit den sogenannten Tensiden, die den Schaum bilden. Tenside sind waschaktive Substanzen. Sie sorgen dafür, dass sich die Hornschuppen der Haare aufstellen. Auch dadurch lassen sich Fette und Schmutz leichter lösen und mit dem Wasser abspülen. Außerdem ermöglichen es die Tenside, dass sich das Shampoo leichter verteilt. Okay, aber wie oft sollte man denn jetzt waschen? Zur Häufigkeit des Waschens kann man tatsächlich seinem Bauchgefühl folgen. Wenn man also ein unangenehmes, juckendes Gefühl auf der Kopfhaut hat und wenn das einem nicht mehr schön genug aussieht, dann darf man tatsächlich Haare waschen. Bei fettiger Kopfhaut darf jeden Tag gewaschen werden, meint die Expertin. Bei trockener reicht etwa 2-mal die Woche. Lindas frisch gewaschene Haare werden jetzt noch geschnitten. Zur Haarpflege soll sie nur noch einen einfachen Kamm und eine Bürste mit Wildschweinborsten verwenden. Ab sofort gibt es nur ein Shampoo und den Rat: seltener waschen. Riesenumstellung, weil ich benutze ja 3, 4, 5 Produkte und jetzt nur eins. Also mal sehen, wie das wird. Was mit ihren Haaren passiert, hält sie 10 Tage lang in einem Videotagebuch fest. Also es ist schon alles so ein bisschen schlicht. Da jetzt nur mit einem Shampoo und nur Bürsten. Aber im Sinne von Nachhaltigkeit natürlich auch sinnvoll, ne? So, also meine Haare sehen super aus. Schönes Haar braucht auch Pflege von innen durch eine ausgewogene Ernährung. Einige Nährstoffe sind besonders wichtig. Vitamin C und Zink stärken die Immunabwehr und unterstützen damit das gesunde Wachstum der Haare. Omega-3-Fettsäuren sorgen für kräftiges Haar, das nicht abbricht. Und Eisen hilft, Haarausfall vorzubeugen. Und Linda? Ein paar Tage sind vergangen. Sie ist genervt. Ich werde keinen Tag länger mit diesen Haaren bleiben. Heute ist Tag Nummer 4. Man sieht, sie sehen klatschnass aus. Das sieht einfach nur noch ungepflegt aus und ekelhaft. Und es fängt an, sehr menschlich zu riechen. Eine Wäsche wieder mit Shampoo aus Naturstoffen, ohne Silikone. Tag 10. Zeit für ein Fazit. Wie geht es Linda jetzt mit ihren Haaren? Die sind stabiler, also kräftiger. Die haben irgendwie mehr Spannkraft und die sind irgendwie glatter und stärker, habe ich das Gefühl. Ist total toll, hätte ich überhaupt nie mit gerechnet. Ist sie überzeugt? Bleibt sie dran? Also ich finde das Reduzierte gut. Weiß aber nicht, ob ich das aushalte, so ohne Konsum. Weil das ist mir so klar geworden, es hat viel mit Konsum zu tun. Du stehst da vor dem Regal und denkst, oh, das würde mir gut tun oder das riecht ja toll und das muss ich probieren. Das ist die Befriedigung, die wird mir fehlen. Also das ist so eigentlich der Hauptgrund, warum man das, glaube ich, macht. Bei meinen Haaren reicht das Öko-Shampoo völlig aus. Um gesund und gut auszusehen, brauchen Haare gar nicht viel. Es lohnt sich also, die Haarpflege zu überdenken, auch für die Umwelt.
Und bei uns im Studio ist dazu Sandra Schönewald, Hautärztin von der Praxis Hautmedizin in Bad Soden. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Bei der Linda Wirth im Beitrag hat sich jetzt rausgestellt in dem Experiment, ihr reicht ein einziges Naturshampoo. Aber mit den Naturshampoos, kann man das verallgemeinern? Sind die grundsätzlich besser fürs Haar? Also grundsätzlich sind die Naturshampoos sehr, sehr, sehr gut verträglich. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass die auch wirklich für jeden Menschen geeignet sind und dass die für jeden Menschen auch die gleiche Verträglichkeit zeigen. In Naturshampoos sind oft ätherische Öle enthalten und diese können natürlich auch allergische Reaktionen hervorrufen. Aber das ist zum Glück relativ selten. Ja. Deswegen ist wahrscheinlich für die meisten das mit den Naturshampoos eine gute Idee. Aber viele Produkte werden ja mit irgendwas mit Natur beworben und man weiß nicht so richtig, was wirklich drin ist. Wir haben mal ein paar Logos eingeblendet, von denen Sie sagen, die sind sinnvoll, darauf zu achten. Was vereint diese Logos? Also diese Logos vereint, dass auf chemische Stoffe wie zum Beispiel Mikroplastik, Silikone, Parabene oder problematische Stoffe auf Erdölbasis grundsätzlich verzichtet wird. Aber die Anzahl der Logos zeigt, dass es bisher noch keine einheitliche Linie gibt, kein einheitliches Logo, was zusammenfasst, was eigentlich Naturkosmetik ausmacht. Eigentlich schade. Es müsste sowas geben wie bei Bio-Lebensmitteln. Da gibt es ja dieses eine Logo. Also da ist noch was zu tun im Sinne der Verbraucher. Von der Haarpflege zur Kopfhautpflege hängt ja eng miteinander zusammen. Gerade jetzt im Winter juckt ja vielen die Kopfhaut. Woran liegt das, dass es gerade jetzt juckt? Also physiologisch gesehen ist es so, wir haben es im Beitrag gesehen, es gibt das sogenannte Sebum, den Talg, der von den Talgdrüsen an der Kopfhaut auch, die mit den Haaren in Verbindung stehen. Da wird Talg produziert und in der kalten Jahreszeit sinkt diese Talgproduktion und auch wird weniger Schweiß produziert und der Schweiß hilft auch, den Talg so ein bisschen zu verteilen und das fällt in der kalten Jahreszeit weg. Was empfehlen Sie dann dagegen? Also da gibt es ein paar Tipps, die man beherzigen kann. Generell ist es sinnvoll, die Hitzeeinwirkung auf die Kopfhaut und auf die Haare zu reduzieren. Das fängt damit an, dass man beim Haarewaschen eher eine niedrigere Temperatur wählen sollte. Oder natürlich Hitzeeinwirkung wie durch Lockenwickler, Lockenstab, Glätteisen oder eben Föhn, dass man das reduzieren sollte. Und Stichwort Shampoos. Wir haben hier eins auf dem Tisch stehen mit Urea. Was bewirkt das? Genau, also es gibt da noch spezielle Shampoos oder Tinkturen, die enthalten Urea. Urea ist Harnstoff. Meistens findet man es in der Konzentration von 5%. Die gibt es auch im ganz normalen Einzelhandel erhältlich. Und dann gibt es noch Shampoos, die Glycerin enthalten. Und diese beiden Stoffe haben die ganz wunderbare Eigenschaft, dass sie Wasser binden. Und die sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit in der Haut nicht verloren geht. Also ganz guter Tipp für all diejenigen, bei denen es jetzt ein bisschen juckt auf der Kopfhaut, die aber jetzt nicht irgendein größeres medizinisches Problem haben. Anderes Problem ist aber oft Schuppen. Stimmt es, dass man erst mal wissen muss, welche Art von Schuppen man hat, bevor man wissen kann, welches Shampoo man braucht? Korrekt. Also zum einen gibt es die trockenen Schuppen. Ja, das sind diese weißen Rieselschuppen. Die stehen auch oft in Verbindung mit der zu trockenen Kopfhaut. Und da wiederum haben wir diese beiden Shampoos, die die Kopfhaut so ein bisschen rehydratisieren. Und dann gibt es die fettigen Schuppen. Die erkenne ich daran, dass wenn ich ein bisschen von den Schuppen von der Kopfhaut abkratze und die zwischen den Fingern verreibe und wenn dann an den Fingern so eine ölige Konsistenz sichtbar ist, dann handelt es sich um die fettigen Schuppen. Und die werden durch ein seborrhoisches Ekzem meistens verursacht. Das ist ein Ungleichgewicht im Hautmikrobiom. Also in den Bakterien der Haut. Genau, die Haut, dieses Mikrobiom ist ein gutartiges Zusammenleben von Bakterien und Pilzen, von Hefepilzen. Und wenn das so ein bisschen im Ungleichgewicht ist, das kann durch Stress sein oder meistens durch auch männliche Geschlechtshormone und andere Faktoren, dann nimmt diese Pilzbesiedlung etwas Überhand. Und da hat man dann Shampoos im Handel oder auch in der Apotheke, die diverse Pilzwirkstoffe oder antimykotische Wirkstoffe enthalten. Und hier haben wir sowas, was man typischerweise in der Apotheke kaufen würde, mit Ketoconazol. Aber wenn ich jetzt ein ganz normales Anti-Schuppen-Shampoo kaufe, ist da auch schon irgendwas drin gegen Pilze? Jawohl, da auch im herkömmlichen Drogeriemarkt, da gibt es auch Schuppenshampoos, Anti-Schuppen-Shampoos, die ebenfalls diese antimykotischen Wirkstoffe enthalten. Also kann man es vielleicht
vielleicht damit mal probieren und dann auch Geld sparen. Und nur wenn das nicht hilft, dann noch in die Apotheke gehen. Vielen Dank für die Aufklärung zu dem Thema. Dankeschön Ihnen. Danke auch.